So ist die Frage. Ja. Das ist Autowerkstatt, nicht die Pizzeria. Meine Leidenschaft zum Autos hat ganz früh angefangen, in meiner Kindheit schon. Aber so richtig professionell habe ich Anfang der 80er Jahre, als ich 20 war, habe ich in eine italienische Autowerkstatt angefangen. Und da haben wir auch nur italienische Exoten gemacht. Also Ferrari, Maserati, Lamborghini. Und da habe ich 5 Jahre gearbeitet. Und dann hat die Firma zugemacht. Und stand ich auf die Straße. Wusste ich nicht, was mache ich jetzt, wo gehe ich arbeiten. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und seitdem, also ist jetzt auch 40 Jahren. 40 Jahren bin ich selbstständig. Seit 40 Jahren betreibe ich eine selbstständige Werkstatt. In Berlin, immer in Berlin. Ja. Früher, ich wollte immer einen eigenen, also der alleinstehende Werkstatt mit einem Hof und Werkstatt mit Wohnung. Das war eigentlich mein Traum, aber war in Berlin nicht zu schaffen, weil in Berlin so eine Immobilien bekommst du nicht. Ne? Und deswegen. Und dann kam die Einladung zur Remise, also ich bin hier eingeladen worden, hier reinzukommen. Ich wollte eigentlich gar nicht hierher, aber der Gründer, der das Meilenwerk, damals hieß es Meilenwerk, der das gebaut hat, der Martin Halder, der hat mich sehr sympathisch gefunden und interessant, die Autos, die ich gemacht habe. Und deswegen wollte er, dass ich unbedingt hierher ziehe. Und das hat er auch geschafft. Unsere Spezialität war immer, voll Restauration zu machen, aber von Alfa Romeo. Ich habe immer nur Alfa Romeos komplett restauriert. Also Karosserie komplett neu gemacht, die ganze Technik, die Ausstattung, alles neu. Bei den Ferraris, Lamborghini, Maserati, da machen wir nur den Service. Ja, also eine volle Restauration haben wir noch nie gehabt. Es kommt mal vor, dass man ein Teil lackiert oder so, aber keine volle Restauration. Also immer nur Schönheitssachen und Service. Mit Zahnriemen und so eine Sachen. Das machen wir. Das ist unsere Spezialität. Die italienischen Autos sind emotionaler und vom Design her, von Karosserie her immer am schönsten. Und ja, die Motoren sind sehr elastisch, haben einen schönsten Sound und ja, sind sehr schnell meistens, ne? Auch vom Power her. Ne? Vergleichbar mit anderen Autos. Die immer. In der Regel dauert das 2 Jahre. Ja. Wir sind im Moment auch unterbesetzt, weißt du, zu wenig Leute. Ich bin nur mit Tarek alleine. Früher waren wir 3, 4 Mann und dann ist eine Restauration natürlich schneller zu machen. Eigentlich alles, was ich angefangen habe, habe ich auch bis zu Ende gebracht. Egal wie lange das gedauert hat. Auch bei Fehlersuchen, weißt du, wenn dein Auto nicht funktioniert hat. Wir haben so lange gesucht, bis wir den Fehler gefunden haben. Na, zwischen 20.000 und 30.000. Also bei Alfa, ja. Jetzt nicht Ferrari oder Maserati oder so, ja. Das kann auch an die 100.000 gehen. Ja. Das Auto, was ich am liebsten fahre, sind Lamborghinis. Ich fahre Lamborghini am liebsten. Und am allerliebsten Lamborghini Diablo. Ja, den fahre ich am liebsten. Der macht mir am meisten Spaß. Ist nicht das beste Auto, aber das ist das Auto, was mir am meisten Spaß macht. Wie ihr wollt, wie ihr wollt. Von dem kann ich auch was erzählen. Den kenne ich auch seit 40 Jahren, den Wagen hier. Jetzt ja. Früher war der nur von einem Freund, also von einem Kunde von mir. Da wo ich herkomme, Ferrari, Maserati, sowas konnten wir uns nicht leisten. Das waren zu teure Autos, viel zu teure Autos. Und das war ein Sportwagen, den man sich leisten konnte und trotzdem sehr viel Spaß damit hat. Ja, also das Auto, das ist ein sehr beliebtes Modell. Ja, auch Leute, die reich sind, die Geld haben, die haben trotzdem so ein Auto in der Garage. Ich habe das Auto vor 40 Jahren ungefähr in Italien gekauft, da wo ich herkomme, in Salerno. Das ist ein deutscher Sänger, sehr bekannt in Deutschland, der heißt Herbert Grönemeyer. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Sehr bekannt, mit dem bin ich per Du, also wir sind auch Freunde geworden. Und mit dem habe ich, glaube ich, drei Autos restauriert. Hier bin ich 2008 Millimeter gefahren als Service-Mechaniker.
Und das ist der Horst Lichter. Das ist ein sehr berühmter deutscher Koch. Und der ist sehr oft im Fernsehen. Und das ist ein alter Rennfahrer, Sterling Moos, ganz bekannter Rennfahrer, Formel 1, Weltmeister auch. Sonst Nico Rosberg, Formel 1-Fahrer. Naja, was heißt Traum? Der Traum erfüllt sich die Leute selber, wenn sie sich so ein Auto kaufen. Ja, ich kann nur dafür sorgen, dass der gut funktioniert und dass der läuft. Also Traum kannst du nicht sagen. Die Leute sind glücklich, wenn die ein Problem haben, das Auto läuft nicht richtig und waren schon, was weiß ich, überall. Keiner hat das hinbekommen und dann kommen die zu mir und ich bringe das Auto zum Laufen. Und da sind die Leute natürlich überglücklich, ja.